Auf los geht's los, der Teil 2. Heute soll es um dieses kleine Teil gehen, beziehungsweise um den SRTLA Relay, ja, den man halt braucht, um mit Bonding mit dem Teil halt zu arbeiten. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Einer der Möglichkeiten ist, das Ganze selber zu managen und es selber aufzusetzen, und das würde ich euch heute in dieser Folge mal zeigen. Dazu gehen wir zu einem Anbieter, der tatsächlich für kostenlos ein VM anbietet, beziehungsweise sogar tatsächlich zwei. Wir akzeptieren erstmal hier die Cookies und dann gehen wir auf Login. Wer noch keinen Account hat, müsste sich den dementsprechend hier dann auf der Webseite anlegen. Man braucht dazu eine Visa-Karte. Die sollte auch halt mehr oder weniger funktionieren für die Webseite hier. Also es sollte halt auch Geld drauf sein etc. pp, dass man praktisch beim Anlegeprozess des Accounts halt die Möglichkeit hat, dort auch einen Euro irgendwie zu überweisen. Sowas in der Größenordnung war das gewesen, damit das Ganze halt auch Hand und Fuß hat. Ansonsten ist die VM kostenlos, das werde ich euch gleich weiter dann zeigen. Ich logge mich erstmal ein, bis gleich. In der Oberfläche bei Oracle halt angekommen, können wir hier oben links auf Compute gehen und hier oben auf Instanzen. Hier in dem Bereich kann man dann eine neue Instanz, also eine neue virtuelle Maschine installieren. Ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen größer. Und wir geben dem Kind mal einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel YouTube SRTLA Test. Und als nächstes gucken wir, okay, immer kostenlos, alles super, alles schick. Image und Ausprägung, bräuchte ich ein Ubuntu oder würde ich gerne ein Ubuntu nehmen. Gehen wir auf Auswählen, dann auf Ubuntu. Dann scrollen wir runter, nehmen uns hier die normale Version, die normale 22.04, die es gerade aktuell gibt. Image auswählen. Dann ist das hier eingetragen. Hier in dem Fall ist das ein AMD-Prozessor, ein Core, 1 GB Arbeitsspeicher. Man kann das Ganze auch changen. Allerdings wollen wir das auch immer kostenlos haben. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Im nächsten Bereich können wir das Netzwerk auswählen. Ich habe dort schon mal eins angelegt gehabt. Deswegen bleibt das alles so, wie es ist. Dann gehen wir auf Public Key einfügen und müssen uns einen neuen Key erstellen. Dazu nehmen wir uns Putty hier und gucken in den Installationspfad, wo wir das gestern abgelegt hatten, wo das gestern installiert worden ist. Da gehen wir rein und nehmen uns die Puttigen Exe. Diese starten wir und wählen uns im unteren Bereich EDDSA aus und gehen auf Generieren. Jetzt wird in dem oberen Bereich, wenn die Maus hin und her sich bewegt, ein neuer Key generiert. Und dieser steht jetzt hier schon drin. Dann gehen wir halt hin und sagen, okay, das ist praktisch der Key, der in der Autorize Key hinterlegt werden kann. Wir kopieren uns den. Ich habe hier mal einen Ordner angelegt, wo wir die Dateien halt hinterlegen können. Wir öffnen uns die alte Autorize Keys und fügen halt den neuen Key hinzu, speichern das Ganze ab, gehen dann als nächstes auf Save Public Key. Public Key nehmen wir den lassen wir uns überschreiben mit der Endung PUP. Sagen wir speichern, ja bitte, und Save Private Key
Ja, und dann nehmen wir die PPK-Datei. Einfach auf Speichern von der Sache her. Ich nehme das der Sicherheit selber noch mit weg. So, weil es ist schon vorausgewählt. Und einfach dann auf Speichern. Damit sollten die Keys erstellt worden sein. Dementsprechend können wir das Programm wieder schließen und können dann hingehen und sagen Public Keys einfügen. Dort nehmen wir halt aus dem Verzeichnis die Authorized Keys, öffnen die uns mit Notepad++ und sagen Steuerung A, Steuerung C und Steuerung V. Als nächstes gehen wir auf Erstellen. Manchmal kommt dann ein kurzer roter Schriftzug, wenn irgendwas noch nicht ganz perfekt ist. Achso, hier ist Netzwerk, da habe ich jetzt ja nichts weiter geändert gehabt. Deswegen hat das kurz aufgeblinkt. Dann gehen wir halt nochmal auf Erstellen und das Ganze wird wie von Geisterhand erstellt. In der Zwischenzeit können wir uns unser Putty mal öffnen und legen uns einen neuen, beziehungsweise wir nehmen den alten, den laden wir. Ich habe ja da schon mal einen gemacht gehabt. YouTube SATLA Test an. Hier oben steht die IP-Adresse drin, die alte. Wir nehmen uns mal aus dem neuen die IP-Adresse mit Kopieren raus, tragen die hier drüben ein. Dann gehen wir auf Save und gehen zusätzlich nochmal gucken, ob wir die anderen Daten dort alles vernünftig eingetragen haben. Unter Connection Starter tragen wir den Login-Namen ein, der steht hier unten drunter, eine Zeile tiefer. Und unter SSH Out gehen wir hin und gucken, dass wir die richtige Datei verlinkt haben. In dem Fall in meinem Verzeichnis Desktop YouTube Putty diese PPK-Datei. Einfach nochmal auf Öffnen gehen. Dann gehen wir nach oben auf Session, klicken nochmal hier rauf und sagen Saved, damit das alles auch wirklich abgespeichert ist. Und dann können wir hingehen und sagen einmal Open. Es kann durchaus sein, dass die VM noch nicht ganz fertig hochgefahren ist. Das sehen wir hier dran, dass wir einen Netzwerkfehler haben. Warten wir noch eine Sekunde oder mehrere und gehen dann nochmal mit Restart Session drauf und siehe da, das Ganze ist jetzt fertig. Wir akzeptieren das Ganze und sind dann mehr oder weniger eingeloggt. Super Sache, herzlichen Glückwunsch. Die erste virtuelle Maschine ist erstellt. Die erste Geschichte, die wir wieder machen müssen, wir müssen uns zum User root ummelden, sudo-i und dann sind wir root. Das nächste, was wir dann machen, ist halt wieder so wie gestern bei der anderen Maschine, dass wir die ganzen Sachen mit der Sprache und der Tastatur und der Location praktisch alles wieder anpassen. Wir sind in Europa. Mit der Tab-Taste kommt man dann dort halt zum OK. Mit den Pfeiltasten kommt man dahin, wo man nach Berlin will zum Beispiel. Und der Tab-Taste wieder auf OK. Dann ist das Ganze umbearbeitet. Steuerung C. So. Als nächstes brauchen wir die Sprachdateien, damit das alles auch vernünftig ist. Wir brauchen die 3 DE-Pakete und wie ich gestern schon mal gesagt hatte oder darauf hingewiesen hatte, kann es durchaus passieren, dass die Sachen gar nicht installiert sind. In dem Fall ist es auch wirklich so. Wir wählen uns die 3 Sprachgeschichten aus und gehen dann auf OK. Und wählen uns hier UTF-8, DE, UTF-8 aus. Mit der Tab-Taste kommen wir dann weiter und drücken wieder auf OK. Dann werden die Sprachgeschichten generiert.
Und wir machen danach einen Reboot, damit wir auch alles vernünftig auf Deutsch haben, dass das alles auch Hand und Fuß hat. Der Reboot dauert jetzt etwas. Ich melde mich gleich wieder. Wir gehen wieder oben auf den weißen Bereich und sagen Restart Session. Ich glaube, ich bin noch etwas zu früh. Dann gibt es einen Netzwerkfehler. Wir machen das Ganze nochmal. Und siehe da, wir sind wieder eingeloggt. Wir wechseln wieder zum User Root rüber. Wir aktualisieren das Betriebssystem und die einzelnen Programme, die drauf installiert sind, damit wir wirklich aktuell sind. Einmal auf Enter drücken und dann werden die ganzen Sachen aktualisiert. Und ganz geduldig abwarten, bis das Ganze fertig ist. Danach machen wir wieder einen Reboot und dann sehen wir uns wieder. Kurz vor Erreichen der 100% kommt nochmal der Hinweis, dass das Ganze dann mehr oder weniger neu gestartet werden sollte. Aber da hatten wir ja vorher schon drüber gesprochen. Wir drücken einfach auf OK. Und jetzt kommt nochmal die Abfrage, ob einzelne Dienste neu gestartet werden sollen. Dadurch, dass wir das ganze System hier mehr oder weniger gleich neu starten, drücken wir einfach auf OK, warten kurz ab, bis das erledigt ist und sagen dem System dann Reboot. Dann schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Restart Session und siehe da, das Ganze geht. Sudo-i und wir brauchen noch ein paar Programme bzw. ein paar Hilfsprogramme, die wir einfach installieren. Das ist auch alles in dem Textfile mit drin, welches ich dann später auch wieder im Discord hinterlegen werde. Nach der Installation der Programme entscheiden wir uns dann wieder, so wie bei dem anderen Video, Fail to Ban an, nachdem das Ganze fertig ist. Es geht auch relativ fix, es sind auch bloß kleine Sachen. So, systemctl enable fail to ban.service. Damit ist das Ganze im Autostart eingetragen und sollte dann auch ordnungsgemäß funktionieren. Danach deinstallieren wir sämtliche Docker-Geschichten, die eventuell schon drauf sein könnten. Danach installieren wir uns die ganzen Sachen wieder, so wie sich das dann auf der Anleitung bei Docker halt gehört und wo ich die Sachen halt im Prinzip auch her habe. Den Link, den lasse ich in der Anleitung halt drin. So. Noch ein bisschen was runterladen. Das sind 2, 3 Befehle, die man halt braucht, um das Ganze vernünftig zu installieren. Wer möchte, kann sich das auch gerne angucken oder einfach die Befehle hier von der Sache her ausführen. Dann daten wir das Ganze mal ein bisschen ab und schlussendlich installieren wir uns Docker. Das dauert wieder einen Moment. Wir sehen uns danach wieder. So, jetzt sind sämtliche Docker-Pakete von der Sache her installiert. Jetzt besorgen wir uns den Docker-Container, den ich jetzt hier halt ausgewählt habe, und lassen uns den Docker-Container runterladen. Dieser ist relativ neu und aktuell. Ich denke, dass wir da kaum Updates brauchen werden. Aber ja, wir schauen mal. Jetzt wird das Ganze im Prinzip runtergeladen und in dem nächsten Befehl gucken wir uns das Ganze an, ob die Firewall die notwendigen Ports halt freigeschalten hat. Diese stehen hier halt auch drin, die kann man sich auch wahlweise abändern. Das ist der Name von der Kiste, so habe ich dem Ganzen jetzt einen eindeutigen Namen gegeben.
Das ist der Port für, oder es sind halt die Ports für die Bitrate dann im späteren Verlauf. Und das ist halt für OBS. So, dann gucken wir mal, ob das Ganze geöffnet ist. Das steht hier auch oben drin. Tatsächlich sind die Sachen geöffnet. TCP ist die 8181 und das ist UDP und das ist auch UDP, also alles richtig so. Dann brauchen wir halt daran nichts ändern. Wir starten den Container mit dem nächsten Befehl. Oh, ja, ich habe da einen Rechtschreibfehler drin. Das Ganze hat dann so halt nicht funktioniert, weil der Name war nämlich YT, also YouTube Box. Jetzt machen wir das nochmal und dann sollte das Ganze auch ohne irgendwelche Fehler funktionieren. Wir gucken uns an, ob der Container auch wirklich läuft. PS-aux. Dort sehen wir, dass der Docker-Container halt an ist. Und als nächstes bearbeiten wir uns die Cron-Tab. Die Cron-Tab ist dafür da, dass die Sache halt in den Autostart kommt, dass der Docker-Container automatisch gestartet wird. Und in dem Fall nehmen wir hier die 5, den Standard-Editor. Das reicht mir jetzt für dieses Tutorial von der Sache hier locker aus. Wir gehen mit der Pfeiltaste bis ganz nach unten und tragen dort ein, dass der Docker-Container nach einem Reboot halt einfach neu gestartet werden soll. Reboot Docker Start YouTube -Box, so hat das Ganze auch einen Sinn. Steuerung und X, dann kommt die Abfrage Ja, Nein, mit Ja beantworten und einmal Enter und dann sieht man, dass die Cron-Tab neu installiert worden ist. Anschließend gibt es noch einen Reboot und wir sehen uns gleich wieder. So, mal gucken, ob die Maschine schon wieder gestartet ist. Das hat sehr hervorragend geklappt. Sudo-i, wir sind wieder Root-User und jetzt gucken wir, ob die Maschine auch wirklich läuft. PS-aux, ja, und sie läuft. Wir gucken sicherheitshalber nochmal, ob die IP-Tables auch wirklich gesetzt sind. Ja, ist auch hervorragend, passt. Als nächstes gucken wir uns an, ob Fail to Ban auch wirklich läuft. Das muss ja alles grün sein und muss aktiv und auf Running stehen. Und als nächsten Schritt gucken wir uns an, was wir für Docker-Container am Laufen haben. Und wir sehen, dass wir die letzte Version von dem Guten hier am Laufen haben. Und dann gucken wir als nächstes nach, ob wir in den Container reinkommen und das Ganze auch als Root-User und ob wir dort ein Update machen können mit dem Befehl, genau. Und jetzt gucken wir nach, ob dort irgendwelche Updates notwendig sind oder ob das auf dem aktuellen Stand der Dinge ist, das Docker-Image. Wir sehen ja auch, dass als Container ein Debian genommen worden ist. Und wir sehen, dass wir hier keine weiteren Updates haben. Dementsprechend müsste das Ganze auch einwandfrei alles funktionieren. Mit Steuerung und D kommen wir aus dem Container wieder raus. Und ja, das war's. Wir haben die virtuelle Maschine fertig installiert. Mit wiederum Steuerung D und nochmal Steuerung D verlassen wir das PuTTY-Fenster. Eine kleine Anmerkung noch dazu. Ich hatte gestern schon erwähnt, dass es durchaus sein kann, dass in einem Rechenzentrum eine Firewall noch davor geschaltet ist. Das ist hier auch in dem Fall der Fall. Ich habe jetzt gerade auf das Netzwerk geklickt und wir gehen hier mal, ich gehe nochmal eine Etage zurück, damit wir das nochmal zeigen können. Hier ist das Subnetz aufgeführt, dahinter das SRTLA, das habe ich erstellt als Namen.
damit ich auch weiß, für was das zuständig ist. Dann gehen wir hier unten auf die Default-Geschichten und gucken uns an, was jetzt hier eigentlich alles so passiert ist. Der obere Bereich, die ersten 3 Sachen, ist von Hause aus so deklariert und die unteren Sachen habe ich hinzugefügt. Dort habe ich sämtliche Ports aufgemacht für TCP und sämtliche Ports aufgemacht für UDP, damit wir dort freien Durchgang haben und nicht irgendwie behindert werden von einer Firewall, die es halt sehr gut meint, aber das brauche ich hier halt in dem Fall nicht. Das Ganze sieht dann halt so aus. Und das gleiche auch halt für UDP. Damit war es das. Die virtuelle Maschine als solches ist fertig. Sie müsste laufen. Und wir gucken uns das Ganze gleich an, indem wir die Sachen in die BelaBox bzw. in das Jetson Nano eintragen und als nächstes halt in OBS Studio auch die notwendigen Sachen eintragen. In dem Fall ist es jetzt so, dass ich die BelaBox im lokalen LAN mit eingearbeitet habe oder mit drin habe, und dann gebe ich im Firefox ein belabox.lokal und dann drücken wir halt Enter. Dann kommen wir auf die Webseite von der BelaBox. Dort geben wir das vergebene Passwort ein. Und sind schon auf der BelaBox angekommen. In dem nächsten Schritt gehen wir hin und machen uns mit den Settings vertraut, und da SATLA-Settings tragen wir die IP-Adresse von der VM ein, wählen uns den passrechten Port aus. In dem Fall hatten wir das bei dem Port 5000 gelassen. Dann kommt hier in dem unteren Bereich Live-Stream dein Passwort für SATLA rein und dann sind wir mehr oder weniger fertig. Wir brauchen halt eigentlich dann nur noch auf Start drücken und das Ganze müsste, wenn eine Kamera vorhanden ist, automatisch anfangen mit Streamen. Eine Kamera ist vorhanden, deswegen fängt das Ganze auch an zu streamen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch OBS und die Einstellungen dafür. Das können wir auch gleich machen. Wir starten uns OBS und fügen eine neue Medienquelle hinzu. In dem Fall sagen wir mal YouTube. Und das Ganze ist ein Test und das Ganze ist SRTLA. Okay. Keine lokale Datei, das Ganze ist so wie immer im Netz zu suchen. Der Link ist im Prinzip folgendermaßen: SAT:// die IP-Adresse eurer virtuellen Maschine, je nachdem wo ihr das installiert habt, in dem Fall mit dem Port 8282, Stream-ID ist dann Stream und das notwendige Passwort. Bitte macht dort eine vernünftige Geschichte halt rein, sodass das auch irgendwie funktioniert. Den Haken wieder rein und ich würde mal hier wieder auf 3 Sekunden runtergehen und dann einmal auf OK drücken. Dann ist das Ganze meistens oben links in der Ecke relativ klein, da muss man oft und vielmals halt noch hingehen und sagen, okay, wir müssen das Ganze halt anpassen, transformieren an Bildschirm oder auf Bildschirm strecken. In dem Fall ist das hier aber schon passiert. Funktioniert. Wir können es auch mal ein- und ausschalten. Also es funktioniert halt tatsächlich. Im nächsten Schritt brauchen wir wieder unsere Konfiguration für NoAlps. Dort gehe ich mal Dateipfad öffnen. Wir hatten gestern die Config in JSON ja schon mal bearbeitet. Wir werden das heute auch mal machen. Wir nehmen uns wieder den Bereich von der geschweiften Klammer hier oben bis zu der geschweiften Klammer hier unten. Stopp, ich mache das mal ein Stück weiter nach rechts. Und mache das mal ein bisschen größer. So, genau. Also,
von der geschweiften Klammer hier oben bis zu der geschweiften Klammer hier unten kopiere ich mir das Ganze, klicke einmal ins Leere und gehe hinter die eckige Klammer, drücke einmal auf Enter und mache dann STRG V. Somit habe ich das Ganze hier eingefügt. Dann machen wir noch eine Zeile mehr rein, damit das auch ein bisschen von der Übersichtlichkeit her besser ist. Wir ändern dort halt die IP-Adresse ab. STRG V. Der Port ist tatsächlich der gleiche und der Publisher müsste eigentlich dann so aussehen. Halt. Schön aufpassen, damit man die Haken da hinten nicht wegmacht. So. Und dann kriegt das Kind ja einen anderen Namen. Und zwar SRT-LA, damit ich das auch unterscheiden kann. Die Priorität wird von 1 auf 0 runtergesetzt. Das hatten wir uns gestern halt sogar freigelassen dafür. Und dann sollte es meiner Meinung nach jetzt eigentlich schon gewesen sein. Wir werden es gleich testen. Einmal auf Speichern gehen und gucken, was passiert, wenn wir die NoAlps-Exe starten. Ob das Ganze ohne Fehler verläuft. Ja, das sieht so aus. Keine weiteren Fehler und Beanstandungen. Das Einzige, was im Prinzip jetzt momentan halt ist, dass der hier unten nicht läuft, der Nginx. Den können wir ja spaßeshalber einfach mal mit anmachen. Und schon läuft der im Hintergrund. Allerdings ist da kein RTMP momentan am Laufen. Okay, einmal das Ganze schließen und einen Teststream anschmeißen. Wir gucken kurz sicherheitshalber rein, ob wir das Ganze noch auf Testmodus haben. Genau, Breitband-Testmodus ist an. Okay, dann versuchen wir das Ganze mal zu starten. Ausrufezeichen Start in den Chat und wir gucken, was passiert. Der Stream ist erfolgreich gestartet worden. Das sieht jetzt von der Sache her sehr gut aus. Bei der Kamera sage ich jetzt mal, liebe Kamera, ich will jetzt nicht mehr oder ich habe halt schlechtes Netz. Und schwuppsdiwupp ist das Ganze halt auf Offline gewechselt. Beziehungsweise jetzt wieder auf Live. Zumindest schaut es jetzt erstmal so aus. Das Ganze ist live. Ich mache die Übertragung mal aus. Wir gehen mal halt in die BelaBox rein und sagen Stopp. Oder wir können auch, nee, wenn wir hier alles wegmachen, dann geht daher gar kein Netzwerk mehr. Wir machen mal auf Stopp und gucken mal, wie das Ganze sich verhält. Sollte dann dementsprechend halt auf Offline wechseln. Das scheint auch zu funktionieren. Dann gehen wir halt wieder auf Start. Und das Ganze sollte halt auch dementsprechend wieder da sein. So, dann können wir das Ganze wieder starten. Und gucken, ob das Ganze wieder wechselt. Nur nochmal, um sicher zu gehen. Ja, das scheint jetzt auch augenscheinlich ganz gut zu funktionieren. Nochmal zu den Einstellungen bei der BelaBox. Ich habe jetzt als Encoder ausgewählt, dass ich via RTMP halt den Stream aufbauen möchte zu der BelaBox. In dem Fall ist es so, dass ein Handy per RTMP zu der BelaBox hin streamt. Man kann aber auch den anderen Weg halt benutzen, der standardgemäß halt vorgesehen ist mit dem Camlink. Kann man halt ganz normal halt dort auch hinstreamen, Camlink ranstecken, sich die verschiedenen Profile auswählen. Meistens in der Regel reicht das Standardprofil aus. Und dann sollte das auch einwandfrei funktionieren. In dem Fall habe ich das jetzt mit Absicht einfach mal per RTMP gemacht, weil so besteht halt die Möglichkeit, eine Kamera per RTMP dort einzubinden und die dann halt zum Server streamen zu lassen. Wir werden das auch in dem nächsten Video werden wir das Ganze mal mit einer GoPro machen und werden der GoPro sagen, du, hier stream mal zu der BelaBox und die BelaBox soll dann bitteschön zum Server streamen und das Ganze soll dann hier in OBS ankommen.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal im Vorfeld für das Einschalten bei dem nächsten Video. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche, beziehungsweise eine angenehme Woche. Und ich würde mich riesig freuen für einen Daumen nach oben und für einen neuen Sub. Ja, bei YouTube ist das ja halt ein Sub. Würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dort mich unterstützen könntet in der Form. Ich bedanke mich, wie gesagt, ganz doll und wünsche euch noch eine schöne Woche.